Ich habe euch schon einige Produkte von Audio-Tech Fischer bzw. von Helix gezeigt. Also die Marke Helix, P6 haben wir uns angeguckt, die M-Serie haben wir uns angeguckt. Verschiedenste Sachen. Und ja, hier hinten steht noch eine Helix E7 TMT, der auch noch getestet wird und ja, auseinandergenommen wird. Aber heute geht es nicht um Helix, heute geht es um eine andere Marke von ATF. Und zwar, wenn man sich halt das Portfolio einmal anschaut, dann gibt es halt günstiger, gibt es die Match-Marke. Und wenn man halt wirklich ganz am Ende der Fahnenstange will, einfach ganz oben ins Regal greift, dann ist man bei Brax. Brax steht für High-End bei ATF und deswegen habe ich heute einen Mitteltöner Breitbänder hier und zwar den GL2. Ich bin der Thomas, ich mache seit 2004 in meiner Freizeit Car-Hi-Fi und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach ein Abo dalasst. Dann kann ich euch noch mehr Videos zeigen, mit mehr Firmen zusammenarbeiten und kriege halt einfach noch ein paar mehr Infos, die ich dann an euch weitergeben kann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wir fangen erstmal ganz vorne an. So Brax, was ist Brax überhaupt? Brauche ich Brax? Ja, natürlich braucht man Brax, aber wofür steht das? Was sagt ATF zu Brax? ATF sagt zu Brax, Brax ist das Ultimo. Da hauen wir einfach alles rein, was wir können. Da machen wir wirklich Handauslese von Komponenten. Wir nehmen die besten Materialien. Wir nichts zu schade, nichts zu teuer. Einfach alles rein, was geht, um das Beste rauszuholen. Und das alles natürlich komplett entwickelt und gebaut made in Germany. Heißt, wenn ihr euch so ein Brax irgendwas, es gibt mehrere Sachen von Brax, es gibt Brax DSPs, es gibt Brax Endstufen, es gibt Brax Lautsprecher, es gibt Brax Subwoofer und es gibt Brax Zubehör. All der ganze Spaß ist natürlich ein bisschen aufgeteilt. Heute gucken wir uns ein bisschen die Lautsprecher an, beziehungsweise wenn man wirklich auf die Lautsprecher guckt, gibt es zwei Serien. Es gibt einmal die Matrix-Serie und es gibt die Graphit-Serie. Grafik. Und die einen Lautsprecher sind die ganzen ML-Lautsprecher und die anderen Lautsprecher sind die ganzen GL-Lautsprecher. Wenn wir uns die einzelnen Serien angucken, die es so gibt, da kann man sich halt 2- oder 3-Wege Systeme draus bauen. Es gibt keine Arten von Weichen, also so Passivweichen oder sowas gibt es nicht, weil ganz ehrlich, in dem Bereich, wo wir uns da bewegen, macht man einfach alles mit einer Aktivweiche im DSP. Also da jetzt halt wirklich anfangen, irgendwelche Weichen zu konstruieren. Also wenn man Weichen in dem Niveau bauen wollen würde, würde es extrem teuer werden und auch noch groß. Das will keiner. Deswegen keine Weichen. Man kann sich die Komponenten frei zusammenbasteln, wie man sie haben will. Es gibt verschiedene Mitteltöner, es gibt verschiedene Tieftöner teilweise. Und dementsprechend ja, kann man sich da zusammenstellen, was man will. Wenn wir uns genau die GL-Serie angucken, da gibt es halt Hochtöner, es gibt Mitteltöner, es gibt zwei Arten von Mitteltönern. Es gibt den GL2 und GL3, 2 Zoll und 3 Zoll Mitteltöner. Und dann gibt es die ganzen Tieftöner und so weiter. Aber auf den GL2 wollen wir ja eingehen. Der GL2 ist rausgekommen 2022. Ich weiß noch recht gut, als ich die Anzeige quasi bekommen habe von Facebook bei mir reingespielt, von ATF, wo drin stand, hey, guck mal hier, unser neuer Lautsprecher Coming Soon stand da, glaube ich, nochmal dran. Und ich habe den gesehen. Das war gerade die Zeit, wo ich, glaube ich, den Visaton, hier den Visaton FS 5X, den hatte ich, glaube ich, gerade rausgeschmissen aus dem Octavia und ja, wollte halt eine Nachfolge dafür haben. Und da kam natürlich der GL2 gerade recht. Ich habe halt direkt bei ATF angerufen und gesagt, so hier, will ich haben, kostet. Okay, will ich doch nicht haben. Ich mache mal was anderes. Langer Weg dann über andere Sachen gemacht und so und tatsächlich nie den GL2 bei mir gehabt. Obwohl es ein 2 Zoll Mitteltöner ist. Mitteltöner bzw. mit Breitbandambitionen. Warum gucken wir uns gleich an? Und ja, aber leider hat das Ding halt ein UVP von, ich glaube, 620 Euro, das Pärchen, also 310 Euro das Stück. Mittlerweile ist es so, dass man auf dem Markt kriegt man es unter 500. Also ich habe schon Händler gesehen, die es jetzt halt unter 500 Euro anbieten. Das heißt, ein richtiger Schnapper. Aber was kriegt man dafür? Was ist das? Ich
hole es einfach mal. Beziehungsweise, was heißt, wieso hole ich das? Ich habe gerade gesagt, ich habe es mir nicht gekauft. Ja, ich habe es nicht. Ich habe es von einem Kollegen bekommen. Grüße an Stefan. Für ihn habe ich jetzt 3D-Druck-Komponenten zum Festhalten. Das heißt quasi, wo die ganzen Sachen reinkommen, gedruckt. Und um die richtigen Maße und alles zu nehmen, um zu gucken, ob der ganze Spaß passt, habe ich die Dinger hier. Deswegen, ich drehe mich mal kurz um. Da sind sie. Die Brax GL2 Grafikserie mit der geilsten Modellnummer, Seriennummer der Welt, und zwar 0123. Die ganzen Brax-Produkte werden immer in Holzkisten ausgeliefert. Kleiner Seitenhieb an der Seite. Also ihr seht hier DI7, die größte, die aktuell schärfste Serie von Helix. Und ihr seht hier auch Helix, ein Holzkasten. Und zwar ist es halt die vergangene High-End Tweeter. Also da steht C1T dran. Das ist auf jeden Fall, früher gab es Helix-Sachen auch mal in Holzkartons. Wahrscheinlich nicht alle, aber da habe ich auf jeden Fall Hochtöner. Die waren auch in einem schönen Holzkarton. Mittlerweile, egal. Auf jeden Fall interessant ist jetzt hier dieser Grafik GL2 von Brax. Seriennummer 01234. 50 mm Durchmesser, 4 Ohm, 2 Zoll Breitbänder. Mach die Kiste einfach mal auf. Und dann sehen wir, hups, da fehlt schon einer. Ja, den hier hole ich gleich. Der liegt nämlich hier daneben. Aber einfach nur, wie das halt so aussieht. Das heißt, was haben wir dabei? Wir haben hier tatsächlich sogar einen Imbusschraubendreher dabei. Wir haben hier die wunderschönen GL2s und haben hier einmal die Halteplättchen, womit die Mitteltöner befestigt werden können. Ich tue die mal wieder hier rein. Ich tue das hier mal wieder zu. So, das war laut. Und jetzt gucken wir uns mal diesen GL2 an. Dafür tue ich den Karton bzw. das Holzkästchen hier wieder zur Seite. Und dann gucken wir uns dann einfach mal an. Also so was haben wir hier? Wie sieht es aus? Hier sehen wir nochmal die Seriennummer 0123. Auf jeden Fall eine wunderschöne Seriennummer. Und ja, also das Ding ist halt nicht groß. Ne? Also wie ihr seht, das ist ein wirklich, das sind 5 cm genau. Das ist ein sehr kleiner, sehr kleiner Mitteltöner, 2 Zoll halt. Was heißt das? Ja, in der Regel ist ein kleiner Mitteltöner jetzt nicht dafür bekannt, laut und tief zu spielen. Wir gucken uns nachher noch die Datensätze an dazu. Man könnte fast, also wenn man sich das Ding hier so anguckt, sagen, hey, das sieht doch aus wie ein großer Hochtöner. Ja, es ist kein Hochtöner, es ist immer noch ein Mitteltöner hier von Helix. Aber er hat sicherlich irgendwie mal Ambitionen, vielleicht mal auch in Hochton zu spielen. Wenn wir uns das hier genau anschauen, wir sehen, wir haben eine sehr schöne, hier ein sehr schönes Abdeckgitter. Das ist auch super stabil, da passiert gar nichts. Unter dem Abdeckgitter, wenn wir das Gitter einfach mal aufmachen, dann sehen wir einmal das Gitter, richtig schön und wie gesagt super stabil. Darunter sehen wir den wirklichen Breitbänder. Der Breitbänder hat eine relativ große Dustcap, ist hier materialtechnisch aus Aluminium. Das heißt, wir haben einen Aluminium-Mitteltöner, 2 Zoll. Der ist super weich aufgehangen. Und von hinten sehen wir, okay, wir sehen hier keinen Druckgusskorb oder sonst irgendwas, sondern Sie sehen einen faserverstärkten Kunststoff, der hier angewendet ist. Und dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Kunststoff für die Magnetabdeckung. So. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben hier vergoldete Terminals. Das heißt, wir haben hier ganz normal Schraubterminals. Hier kommen Kabel rein. Von hier können wir festschrauben. Das ist cool. Den Imbusschlüssel, der ist ja dabei. Und dann sehen wir hier das ist keine Polkernbohrung oder so, was man denken könnte, sondern hier ist ein Gewinde drin. Heißt, man kann diesen Lautsprecher von hinten festschrauben, was total praktisch ist und zum Teil auch nötig, weil, wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir, ja, also so richtig viel Rand zum irgendwas hier dran tun ist schwierig. Und hier sehen wir auch, dass das Terminal quasi dran vorbei, also der Terminal ist größer als der Rand hier. Das heißt, wenn wir hier einfach nur einen Ring haben und der nach hinten weggeht, dann kriegen wir das Teil hier halt nicht eingebaut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier Platz fürs Terminal.
Was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht, aber irgendwo mussten sie halt Gold unterbringen in diesem wunderschönen Hochtöner, Mitteltöner, Breitbinder, tut mir leid. Auf jeden Fall, das ist natürlich so ein bisschen zur Montage nicht so geil. Die anderen, das heißt nicht der GL2, sondern der ML3 und der GL3, was sind ja auch Konus Hochtöner, was ja auch Konus Mitteltöner sind, die haben alle keine Aluminiummembran wie hier, sondern die sind mit so einer, wie nennen die das? Ich glaube Microsphere, ja, Brax Microsphere Membran ausgestattet. Die ist super krass optimiert auf Dämpfung, aber dadurch kommt man halt nicht so hoch, beziehungsweise braucht man nicht, weil halt jeder, der natürlich so ein Brax-Produkt fährt, halt auch einen Hochtöner hat. Das heißt, die Dinger sind nicht dafür da, einfach ganz hoch mitzuspielen. Hier haben die Entwickler sich was anderes gedacht. Hier haben sie sich gedacht, okay, Aluminiummembran, das heißt, das Teil kann auch richtig hoch spielen. Irgendwann fangen wir natürlich an, in die Resonanzen zu fallen. Das heißt, ganz krass, fein und sauber, linear geht das Teil obenrum nicht. Aber es ist schon okay. Wenn wir von hoch sprechen, müssen wir natürlich auch von tief sprechen, weil wir reden hier immer noch von einem 2 Zoll Mitteltöner. Wie tief kann denn ein 2 Zoll Mitteltöner denn überhaupt spielen? Weil so ein größerer Mitteltöner, der spielt schon nicht so tief, und was soll dann halt ein 2 Zoll? Dadurch, dass das Teil sehr weich aufgehangen ist, eine Freiluftresonanzfrequenz von 137 Hertz. Das ist schon für ein 2 Zoll Gerät ganz, ganz ordentlich tief. Das erreicht man natürlich nur, wenn man halt ein möglichst großes, beziehungsweise ein, ich sag mal, unkontrolliert großes Gehäuse hat. Also wenn man das natürlich jetzt einfach mal in 250, also in ein Wasserglas füllt, 52 Milliliter, jetzt quasi das Ding einfach nur in Wasserglas reintut, dann sind wir natürlich trennungstechnisch halt nicht bei 300 Hertz, sondern müssen wir uns ein bisschen höher ansetzen. Je mehr Volumen wir dem Gerät geben, beziehungsweise ich glaube, er ist angegeben bei 750 Milliliter mit 24 dB Trennung, können wir dann halt irgendwo bei 300 Hertz mitspielen mit dem Gerät. Geplant ist jetzt quasi die Montage von dem, bedingt kontrolliert heißt, das Gehäuse, was da reinkommt, spielt in die A-Säule rein, alles mit Dämmwatte ausgepolstert, sodass es halt so ein bisschen in die A-Säule reingeht, sodass wir halt wirklich mehr Volumen haben, weil ansonsten ist es schwierig, halt einfach in der A-Säule einen Liter an Volumen für einen Mitteltöner zu positionieren. Besonders wenn man so einen kleinen Mitteltöner hat und dann halt da irgendwie so einen Liter dahinter haben will. Das ist halt irgendwie doof. Deshalb eignet sich das Teil halt super für die Direktmontage in der A-Säule. Das heißt, man kann natürlich gucken, hey, ich nehme mir eine A-Säule, packe das dann halt direkt da rein, quasi so wie einen Hochtöner, und gucke, dass der hintenrum offen in die A-Säule spielen kann. Dadurch lässt sich dieser Mitteltöner halt verbauen wie ein Hochtöner, außer dass es natürlich kein gekoppeltes Volumen hat, sondern dann halt in die A-Säule spielt. Aber wenn wir dann halt schon dabei sind, das Ding wie einen Hochtöner zu verbauen, können wir auch auf die Idee kommen, das Ding nur als Hochtöner, als Breitbänder zu verbauen. Und das funktioniert tatsächlich mit diesem Teil auch. Ich habe das gehört. Also ich habe mir jetzt den noch nicht angehört, aber ich habe mir bei Mike Kruk in Dortmund, der hat halt seinen lustigen Smart umgebaut, und da spielt genau dieser Breitbänder als Breitbänder zusammen mit 16er in den Türen. Und was soll ich sagen? Also einen Hochtöner habe ich in dem Moment nicht vermisst. Heißt, die Leute von ATF und die Leute von Audio Up machen halt einen guten Job, weil das Teil, mir hat nichts gefehlt. Das heißt, das lief wirklich, das war schön und das konnte laut. Also klar, das ist jetzt kein SPL-Monster. Das ist jetzt nichts, wo man halt mehrere 100 dB irgendwas versucht mitzukontern. Aber das Teil hat brauchbar Mittelton gemacht, das Teil hat sehr guten Hochton gemacht. Ja, und war dementsprechend auch sehr ausgewogen, nicht nervig, echt schön. Wenn man jetzt sagt, okay, schöner Breitbänder, aber wie kriege ich den jetzt montiert? Weil, wie ich gerade gesagt habe, hier ist verdammt nochmal wenig Platz.
Es gibt von Brax auch ein, ich glaube, das Teil nennt sich MR2. Das ist quasi ein Montageset. Dann kann man hier vorne einen Ring draufsetzen, dann kann man es auch von vorne festschrauben. Geht natürlich auch mit 3D-Druck. Dementsprechend habe ich da was gedruckt für die Kollegen. Die werden das jetzt die Tage mal einbauen und dann mal ausprobieren. Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Wir reden hier von einem 4 Ohm Chassis. Das Teil hat 4 Ohm und das Teil ist angegeben mit 80 Watt RMS, wenn man das Chassis bei 400 Hertz mit 24 dB Steigung Flanke trennt. Dann kann man da 80 Watt RMS drauf geben. 80 Watt RMS in so einem Gerät. Holla, da muss man natürlich schon umsetzen können. So wirklich viel Kühlung haben wir hier nicht. Aber das Teil ist recht wirkungsstark. Also für die Größe auf jeden Fall wirkungsstark. Und ja, für den manch anderen sicherlich ein Problemlöser. Aufgrund der Größe, aufgrund der Möglichkeiten. Es gibt auch andere Breitbänder auf der Welt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Lautsprecherchassis, was man sicherlich mal testen muss. Bei mir hat es zum Test nicht gereicht. Ich konnte ihn nur auspacken, was Schönes dazu drucken. Und jetzt geht er wieder weg. Was kann ich jetzt mit diesem GL2 machen? Ich kann mit dem GL2 ein kleines 3-Weges-System machen. Ich kann mit dem GL2 ein 2-Weges-System fahren. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, was man mit dem GL2 machen soll, außer ein 2- oder 3-Weges-System zu fahren. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, jetzt habe ich diesen GL2 und jetzt ganz am Anfang hast du irgendwas von DSP erzählt oder DSP-Endstufen erzählt oder sonst irgendwie was, dann ist es ganz schön, dass ich da schon Videos zu habe. Und zwar kannst du dir hier einfach mal das Video zum P6 Ultimate, einer Helix-Endstufe mit DSP anschauen, wo man halt so ein GL2 oder den GL1 oder den GL6 einfach mit betreiben kann. Bis gleich.